Herzlich willkommen zu unserem Kickoff zu Ihrer Testphase von Contract Insights. Als allererstes, ja, vielen Dank für Ihr Interesse an Contract Insights, unser neues Tool zu testen und sich jetzt hier am Freitag nochmal die Zeit zu nehmen, reinzuschauen, wie das Ganze denn funktioniert. Wir wollen Ihnen kurz einen Überblick geben in den 30 Minuten, was die wesentlichen Funktionen sind, damit Sie das Ganze auch schön testen können in Ihrer Zeit. Ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Jens Tessieux, bin seit jetzt ein bisschen über 20 Jahren bei SDP, betreue das Projekt eher aus dem Bereich, weil ich auch Syndikus bin für die SDP-Gruppe und die Kollegen mich natürlich da auch gefragt haben, was machst du da eigentlich mit Verträgen? Sind die Ergebnisse gut und ähnliches? Deshalb war ich da bei der Entwicklung oder auch bei den Ergebnissen relativ eng dabei, um Feedback zu geben und auch Anforderungen reinzugeben, ähnliches. Und ja, ich muss sagen, mir macht das Tool auch schon Spaß. Ich setze es auch schon ein und ja, würde mich freuen, wenn Sie auch mal reinschauen, auch mal Verträge prüfen und schauen, wie es in Ihrem Arbeitsleben das Ganze auch etwas erleichtert. Zum Ablauf an sich, ich würde Ihnen die Funktion zeigen. Sie haben die Möglichkeit, hier im Webinar Fragen zu stellen, entweder im Chat, der ist, glaube ich, aktiviert, oder auch über diese F&A, Fragen- und Antwort-Sektion. Ich würde die Fragen dann an entsprechender Stelle aufnehmen, entweder im Kontext beantworten oder am Ende haben wir dann bestimmt noch mal ein bisschen Zeit, um auch auf die einzelnen Fragen dann einzugehen. Gut, legen wir los. Ganz kurze Einleitung, dann springen wir auch direkt ins Produkt. Ja, Verträge, klar, als Kanzlei, als Anwalt hat man doch immer mal regelmäßig Verträge auf dem Tisch. Sie sind das Fundament unseres Geschäftsverkehrs. Daher auch wichtig, sie entsprechend aus Mandantensicht für den Mandanten natürlich auch ordentlich zu prüfen. Und das Ganze kostet natürlich Zeit und Ressourcen, auch wenn man anfängt und denkt, oh, das habe ich doch schon alles gesehen, sollte man natürlich doch immer alles ganz genau lesen und schauen, wo es denn die Kleinigkeiten gibt, die vielleicht diesmal anders sind. Und genau da kommt Contract Insights ins Spiel, das Ihnen dabei hilft, Verträge zu scannen, Verträge auf Risiken zu untersuchen, Ihnen zumindest schon mal zu zeigen, was sind hier die größten Blöcke drin, die wir vielleicht mit der Gegenseite diskutieren können. Aber das Ganze zeige ich Ihnen am besten mal live, dass wir hier rauskommen aus der Präsentation. Ich wechsle mal in den Browser. Da geht es sozusagen direkt weiter. Dazu auch vielleicht den ersten Hinweis. Das Contract Insights selbst ist eine Browser-Applikation, eine sogenannte SaaS-Anwendung, also läuft ausschließlich im Internet, in gesicherten Rechenzentren bei uns. Sie müssen dazu nichts installieren. Also es ist jetzt keine Installation auf Ihren Servern notwendig oder dass irgendeine Verbindung hergestellt werden muss. Es gibt verschiedene Integrationen, an denen wir jetzt auch dran sind, dass Sie es aus Produkten nutzen können, aufrufen können direkt. Aber initial, was Sie jetzt heute sehen werden, können Sie standalone machen, ohne dass was installiert wird. Sie erhalten dann im Nachgang auch den Link zu dem System. Sie loggen sich sozusagen einfach ein und können loslegen. Keine Installation oder keine Dienstleistung entsprechend, um irgendwas zu konfigurieren, notwendig. Ja, wenn Sie einsteigen, sehen Sie dieses Bild vor sich. Wir haben das Ganze in zwei Hauptbestandteile aktuell aufgeteilt. Das ist der sogenannte Smart Check und das ist die Playbook-Prüfung. Ähm, Der Unterschied dabei ist, wir schauen es uns gleich an, Smart Check ist sozusagen eine Prüfung eines Vertrages, wo Sie einfach einen Vertrag reinwerfen. Sie müssen dazu aus aus Kanzleisicht jetzt nichts weiteres tun, dass Sie noch Wissen hinzufügen, dass Sie Regeln erstellen oder ähnliches, sondern da prüft die KI erstmal ganz allein auf Basis ihres Wissens, was ist an diesem Vertrag gegebenenfalls aus der Sicht des Mandanten gegebenenfalls risikoreich. Was fehlt, was ist risikoreich, was müsste man sich anschauen, was sind vielleicht auch Rechtschreibfehler oder ähnliches, schauen wir uns gleich an. Playbook-Prüfung auf der anderen Seite ist eine Prüfung, wo es darum geht, dass Sie das Playbook, das Regelbuch mitgeben, dass man sagt, das sind beispielsweise Fälle, die Sie vielleicht auch häufiger auf dem Tisch haben. Sie machen Mietrecht, dann haben Sie natürlich schon mal gewisses Set, wie Sie immer das Mietrecht aus Vermietersicht, aus Mietersicht prüfen oder Arbeitsrecht oder ähnliches. Da können Sie sozusagen dieses Set, was Sie bisher im Bauch haben, was Sie vielleicht aber auch schon mal runtergeschrieben haben in der Excel oder sonst wo, in diese Regeln gießen und diese Regeln werden dann angewandt bei der Prüfung des Vertrages. Ist denn die Frist auch so und so lang? Ist denn diese Klausel drin? Ist die Klausel so und so bestimmt und ähnliches?
schauen wir uns auch an. Aber das mal so grundsätzlich diese Unterscheidung dieser zwei Spielarten. Dann steigen wir mal ein mit dem Smart Check. Hier sind schon einige durchgeführt, aber wir machen mal einen neuen. Und wie gesagt, Sie können jetzt erstmal hier, um Dokumente hinzuzufügen, einfach das Ganze von Ihrem Explorer einfach reinziehen. Wir nehmen mal hier einen Softwareentwicklungsvertrag hinzu, gehen weiter. Contract Insights erkennt jetzt schon mal, um was geht es. Es guckt sozusagen kurz mal rein. Es ist ein Softwareentwicklungsvertrag. Ich habe die Vertragsart sozusagen identifiziert. Wichtiger Punkt hier ist sozusagen, dass Sie jetzt natürlich entscheiden, wer ist meine Partei. Es werden die Parteien ausgelesen. Sie können das Ganze hier aber auch switchen. Wir machen das mal, weil bei uns sozusagen der Kunde, die XYZ AG, die Partei ist. ABC ist der Anbieter, der eine Software entwickelt. Und aus der Sicht prüft sozusagen Contract Insights natürlich auch diesen Vertrag. Es gibt diverse Optionen, das können wir uns auch mal noch anschauen. Es kann zum Beispiel nämlich auch nicht nur das KI-Wissen, das reine LLM-Wissen hinzugefügt werden, sondern Sie können auch eigenes Wissen hinzufügen, indem Sie, wenn Sie beispielsweise Aufsätze selbst noch haben als PDF, wenn Sie Musterverträge haben, wenn Sie irgendwas an niedergeschriebenen Know-how haben in Ihrem Bereich, kann das als Dokumentenbibliothek hinzugefügt werden. Das schauen wir uns später ein und bei der Prüfung berücksichtigt werden. So, wir schießen das Ganze mal ab. Jetzt wird sozusagen im Hintergrund das Ganze verarbeitet. Was macht Contract Insights jetzt? Es zerlegt den ganzen Vertrag sozusagen jetzt zunächst nach Klauseln. Es hat ja schon erkannt, dass es um einen Softwareentwicklungsvertrag geht und dass wir sozusagen in der Sicht des Kunden sind, für den entwickelt wird. Und dann geht es so vor, dass es entsprechend sich Fragen stellt. Es wird erstmal geprüft, okay, was aus Sicht des Auftraggebers ist denn bei einem Softwareentwicklungsvertrag nach deutschem Recht, wir haben ja auch deutsches Recht ausgewählt, entsprechend wichtig, was drinsteht. Und dann werden die Klauseln zerlegt und überlegt, okay, was ist an dieser Klausel gegebenenfalls jetzt aus der Sicht des Mandanten, den ich hier vertrete, nicht passend. So, und dann gehen wir mal in die Auswertung rein. Man sieht hier sozusagen schon, hier ist ein bisschen was gefunden worden. Wir richten uns da so ein bisschen nach dem Ampelsystem. Also wir haben insgesamt 26 Hinweise, 14 kritische, 11, sagen wir mal, Warnungen und einen Hinweis, der sozusagen vielleicht ein Rechtschreibfehler ist oder eine gewisse Unklarheit. So, und vom Aufbau her ist jetzt Contract Insights so aufgebaut, dass man links immer das Dokument sieht. Hier sehen Sie schon, das ist in diese einzelnen Klauseln zerlegt. In der Mitte sieht man das, was gefunden wurde, die sogenannten Findings, auch entsprechend mit der Farbe markiert nach der Schwere, die die KI annimmt für diesen Fall. Und rechts hat man die entsprechende Erläuterung. Zunächst sieht man erstmal so allgemeine Informationen, ja, um was geht's? Habe ich vielleicht hier auch einen gewissen Zeitstrang drin? Das ist jetzt hier ein bisschen uninteressant bei dem Softwareentwicklungsvertrag, kann aber natürlich beim Immobilienvertrag oder ähnliches natürlich dann auch entsprechend länger werden. Und dann schon mal eine Zusammenfassung einerseits des Vertrages, aber auch der Risiken, wo wir schon mal sehen, hier müssten wir mal reingehen, hier gibt es erhebliche Risiken, die die KI an der Stelle festgestellt hat. Ja, dann steigen wir mal ein. Hier bei der Problemübersicht ist das Ganze dann auch entsprechend nach der Schwere gegliedert. Und dann kann man mal reinspringen und sieht sozusagen direkt, dass wir hier ein Thema haben. Es wird dann auch in der linken Ansicht dieser Bereich, diese Klausel markiert, auf die er sich entsprechend bezieht. Und das System ist immer so, das sind genau dann diese gestellten Fragen, wo man sagt, wir haben hier eine zu kurze Frist für den Systemtest. Ist eine Frist von 3 Tagen für den Systemtest bei Endabnahme angemessen? Die KI sieht das jetzt nicht als ganz schwerwiegend, aber sagt, 10 Tage wären schon ein bisschen besser. 3 Tage ist natürlich auch schon wirklich knackig, wenn man hier drüber kommt und dann das als angenommen zählt. Und so ist das System. Dann sagt man, okay, KI, das hast du gut gemacht, das nehmen wir mal mit rein. Man nimmt sozusagen den Vorschlag der KI entsprechend hier an und sagt, ja, das sehe ich entsprechend auch. Und so kann man sich sozusagen von Punkt zu Punkt durchhangeln. Wir haben hier fehlende Regelung zur Vergütungserhöhung bei Änderungen. Das ist auch ist natürlich jetzt ein recht knackiger Vertrag, den ich da mal rausgenommen habe, dass man natürlich auch viel rot sieht. Aussagt, das hast du gut gemacht, nehmen wir auch entsprechend an. Und so kann man sich von
Klausel zu Klausel, wo etwas aufgefallen ist, auch entsprechend das Ganze durchhangeln. So, was haben wir hier? Ein Fertigstellungstermin ist ausgeschlossen. Das ist natürlich für die Kundenseite sehr, sehr spannend. Wir haben hier auch eine Quelle dazu. Ich habe ja eine Quelle hinzugefügt und so würde das Ganze aussehen, wenn Sie selbst jetzt ja, irgendein Dokument, einen Aufsatz oder ähnliches hinzufügen, dass er das mit in die Bewertung mit reinzieht. Es wird sozusagen dann nicht nur das KI-Wissen überprüft, sondern auch das entsprechende Dokument oder die Dokumente, die auch Sie hinzugefügt haben, wo man auch sieht, das ist hier das Skript von Professor Hören, wo auch etwas steht, dass das Ganze unzulässig ist, wenn wir hier nur eine Unverbindlichkeit in der Lieferfrist haben. Ähm, Was man auch sieht an diesem Punkt ist vergangene Bewertung. Also es wird so sein, wenn Sie das Tool dann auch öfters benutzt haben in gleichen Vertragsarten, sehen Sie auch, wie sind Sie mit ähnlichen Fällen in anderen Verträgen umgegangen. Also es wird sozusagen zumindest dieses Ergebnis gespeichert semantisch. Wenn eine ungefähr gleiche Klausel kommt, haben Sie die schon mal angenommen oder haben Sie die eher abgelehnt? Machen wir das hier auch mal. Wir nehmen das Ganze mal an. Das hast du gut gefunden. Ähm, Genauso kann man aber auch natürlich sagen, oh, liebe KI, da bist du ein wenig über das Ziel hinausgeschossen. Das ist vielleicht ein bisschen zu eng, wie du das siehst. Dann kann man natürlich das ganze Ergebnis auch ablehnen und der KI auch sagen, hier bist du ein bisschen zu weit gegangen. Auch das wird sozusagen für die nächste Prüfung gespeichert und dann wiederverwendet. Hier haben wir auch wieder einen Fall, wo wir eine unzulässige Freistellung bei den Subunternehmer haben, wo auch ein Quellenbezug ist. Man kann auch bei dem Quellenbezug sozusagen auch gucken, woher kommt das Ganze. Das wird jetzt auch noch ein bisschen schöner gemacht, dass man es auch ein bisschen besser lesen kann und ein bisschen breiter ist. Aber so bauen wir nach und nach dann auch diese Quellen ein. Momentan Quellen, die Sie selbst hinzufügen. Künftig wird es an der Stelle, Sie haben vielleicht auch mitbekommen, wir haben den Smart Legal Research gelauncht, eine Rechtsprechungsdatenbank und KI-Assistent. Auch der wird künftig hier mit verfügbar sein, sodass als Quellen auch die veröffentlichten Rechtsprechungen in Deutschland mit hinzugezogen werden und Ihnen dann hier auch referenziert und angezeigt werden. Genau, so können Sie, wie gesagt, durch die verschiedenen Bereiche gehen. Als Ergebnis des Ganzen, vielleicht eine Frage vorwegnehmend, es gibt ja hier immer vorgeschlagene Anpassungen. Ähm, Contract Insights jetzt in dieser Applikation im Web erlaubt es an der Stelle jetzt nicht, sondern es ist wirklich nur zur Analyse, dass Sie jetzt auch diesen Absatz beispielsweise, die Klausel direkt überarbeiten. Das geht an der Stelle nicht, sondern es ist erstmal rein für die Analyse und für ein Reporting. Das Ganze mit der Anpassung, das wird in wenigen Wochen erfolgen, weil wir das Ganze auch nochmal in ein Word-Plugin, in ein Microsoft Word-Plugin packen, wo Sie das Ganze in ähnlicher Form genau auch in einem Word-Dokument durchführen können und dann natürlich direkt auch eine Anpassung übernehmen können. Hier, wie gesagt, erstmal nur das Thema Analyse. Sie können sich dann beispielsweise eine E-Mail generieren lassen. Da nimmt er die von Ihnen akzeptierten Änderungen. Also wir hatten ja jetzt so 2, 3 Punkte schon bestätigt, wo die KI-Wertung, die werden entsprechend hier in einen Text mit übernommen, so als Vorschlag, dass man sagt, ach, irgendein Mandant, Geschäftsführer hat mir mal schnell den Vertrag geschickt, ich soll nur mal ganz schnell sagen, in was für eine Richtung geht's. Dann kann ich natürlich das hier einfach schon mal nehmen, vielleicht Copy-Paste in eine eigene Mail machen oder das Ganze nehmen, je nachdem, und habe zumindest schon mal was vorformuliert. Das Ganze wird aber auch als Report, man kann sich das Ganze als Report runterladen, mit ein paar Einstellungen, dann wird das Ganze generiert in PDF. Wir sehen dann gleich, wie das aussieht. Das Ganze fasst dann sozusagen nochmal das Thema zusammen, was für Punkte, was für Findings haben wir entsprechend in dem Vertrag gesehen. Es gibt nochmal diese Zusammenfassung, die wir gesehen haben und dann die verschiedenen Punkte, die wir jetzt gerade bestätigt haben. Man kann hier auch die Kommentare hinzufügen. Man hat ja auch die Möglichkeit, hier Kommentare hinzuzufügen, dass man dann gegebenenfalls dem Mandanten natürlich auch hier nochmal eine eigene Wertung hinzufügen kann. Ja, soweit mal ganz kurz zum Smart Check. Hier vielleicht noch mal eine weitere Besonderheit. Da nehme ich mal hier einen durchgeführten Smart Check. Hier sehen wir nämlich noch eine weitere Kategorie des
Lila oder was ist es? Taube oder Malve oder wie diese neuen Farben alle heißen. Äh, Gehen wir mal zur Auswertung. Was ist hier die Besonderheit? Man hat hier ist die Möglichkeit, dass man das zeige ich Ihnen auch gleich, dass man ein Referenzdokument hinzufügt. Ich habe jetzt hier keine Dokumentenbibliothek verwendet, wo ich irgendwie einfach wie das IT-Skript hinzugefügt habe, sondern hier war es ein SPA, ein Kaufvertrag zwischen ABC und XYZ über Shares, und ich habe einen Mustervertrag, wie ich denke sozusagen, so muss eigentlich der SPA aussehen, hinzugefügt. Und dann wird auch dieser Mustervertrag zur Bewertung hinzugefügt. Und das sind sozusagen diese lilanen Einstellungen, wo dann genau hier so das Thema auch kommt, hier haben wir eine Abweichung, weicht der Vertrag in Bezug auf die Kaufpreisanpassung vom Referenzdokument ab. Und genauso kann man natürlich auch eigene Musterverträge, die man hat, eigene AGBs, AVVs, Arbeitsverträge, alles Mögliche, was es gibt, hinzufügen, um einfach zu prüfen, was ist in dem Vertrag anders als was wir üblicherweise verwenden. Und diesen Mustervertrag an sich, bringen wir noch mal ganz kurz hier rein, um den Smart Check dann zu schließen, den können Sie sozusagen hier unten über das optionale Referenzdokument dann mitgeben. Hier oben den Vertrag rein, den Sie prüfen wollen. Hier unten das Referenzdokument, wenn Sie einen Mustervertrag haben, wo Sie auch die Prüfung entsprechend sehen wollen. Gut, soweit zum Smart Check. Springen wir zum Playbook-Prüfung. Hier, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, geht es darum, dass Verträge gegen, ja, sagen wir mal, Ihre Regeln geprüft werden. Hier ist sozusagen die KI nur dazu da, semantisch zu prüfen, wie passen Ihre Regeln zu diesem Vertrag und versucht herauszufinden, kommt diese Regel, die Sie definiert haben, hier in dem Vertrag vor, verstößt sie, ist es sozusagen entsprechend grün. Und dann hat man auch genauso ein Ampelsystem, wo man sagt, oh, hier haben wir einen Verstoß gegen die Regel. Wir haben 11, die entsprechend passen. Und das führen wir auch einfach mal aus. Hier habe ich einen Forderungskaufvertrag. Auch hier ist es so, es wird erstmal ein bisschen ausgelesen, um was geht's. Man kann dann ein Playbook auswählen. Das machen wir mal. Ich habe hier ein Playbook schon mal angelegt für Forderungskauf aus Käufersicht, was da so drinstehen soll. Und dann schießen wir auch mal das los und dann wird entsprechend geprüft. Und dann schauen wir uns jetzt aber in der Zwischenzeit an, solange das passiert, wie sehen denn diese Playbooks eigentlich aus? Playbooks finden Sie dann in den Einstellungen im Bereich Checklisten. Und hier sehen Sie, hier haben wir schon ein paar. Jetzt gehen wir mal kurz in diesen Forderungskauf, also das, was jetzt gerade geprüft wird. Und das ist sozusagen einfach ein Schema, wo man einfach sieht, das kann man sich auch so ein bisschen gliedern. Ähm, sind denn die Forderungen eindeutig spezifiziert? Gibt es keine Abtretungsverbote? Ist die Bonität des Schuldners geprüft? Und das Ganze sieht sozusagen so aus, wenn man das mal öffnet, dass man eine Frage an das LLM, sozusagen an die KI stellt und dann einfach wirklich die Frage dem Dokument stellt, wurde die Bonität des Schuldners geprüft. Und die KI nimmt den Vertrag, den man prüfen will, und versucht diese Antwort zu finden und referenziert dann, das werden wir dann gleich im Ergebnis sehen, auf die entsprechende Stelle, genau, wo sie diese Antwort findet. Und das Ganze kann dann mit Ja oder Nein beantwortet werden. Das ist dann genauso dieses Thema Rot oder Grün. Wenn ja, machen wir grün, wenn nein, ablehnen. Kommt ja immer darauf an, aus welcher Richtung man diese Frage stellt, ob es dann ein Ablehnen oder ein Annehmen ist. Genau, und so können Sie sich selbst Checklisten aufbauen. Wir haben hier aber auch eine Funktion, dass Sie nicht einfach auf einem weißen Blatt Papier anfangen müssen. Wenn man sagt, Sie machen jetzt Mietrecht und hätten ganz gerne mal eine Prüfung aus dem Mietrechtsbereich, haben wir eine Funktion, dass Ihnen die KI zumindest mal hilft, ein Playbook vorzubereiten. Ich mache mal hier, da hatte ich nämlich jetzt schon mal, machen wir mal eine AGB-Prüfung. AGB-Prüfung aus Sicht des Kunden im B2B. So, Sprache machen wir auch Deutsch. Und dann machen Sie hier sozusagen die Anweisung rein, was soll drin sein. Ich hatte hier mal Copy-Paste, dass das ein bisschen schneller geht, dass er einfach jetzt eine Prüfung im B2B-Umfeld eine AGB machen soll. Legt besonders Wert auf die kundenfreundliche Ausgestaltung und was für den Kunden kritisch sein soll. Dann kann man angeben, wie viele Fragen sollen es sein. Sagen wir mal mindestens 20, maximal 40. Sie können aber auch 50 bis 100 machen. Und so überlegt sich dann die KI,
was ist denn relevant für dieses Thema. Genau, und dann haben wir hier sozusagen, ab und zu mal dauert es noch ein bisschen, immer wenn Prüfungen sind, wir haben jetzt ja auch eine Playbook-Prüfung angestoßen, können Sie in dem Tool auch weitermachen. Also das funktioniert immer alles weiter, es wird generiert. Irgendwann, wenn die Antwort der KI da ist, können Sie sich das Ergebnis abholen. Aber Sie müssen nicht warten, bis entsprechend die Prüfung oder auch hier die Generierung fertig ist. So, dann springen wir mal rein hier in die AGB-Prüfung aus Sicht des Kunden. Und auch hier macht er dann schon mal so eine schöne Gliederung. Und man hat erstmal schon mal Thema hier Preisänderungen, Zustimmung, angemessene Zahlungsfristen. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Und man kann das natürlich zumindest als Basis nehmen und sagen, hier hast du vielleicht noch was vergessen, dann mache ich einen Eintrag noch hinzu. Oder editiere den Eintrag, wenn ihr sagt, das würde ich ein bisschen anders formulieren oder mir ist eher der Aspekt wichtig, kann ich natürlich dann auch in die Frage reingehen und das entsprechend anpassen und ändern. Aber so haben Sie eine Möglichkeit, relativ schnell selbst Checklisten für diese Playbooks anzulegen. So, und jetzt gucken wir mal in den Kaufvertrag, der jetzt durchgelaufen ist. Auch hier ist die Aufteilung gleich. Sieht auch auf der linken Seite erstmal das Dokument, das dann unterteilt ist in seine verschiedenen Klauseln. In der Mitte dann entsprechend das Playbook mit seiner Struktur, wo man dann einfach sagen kann, okay, fangen wir mal vorne an, sind die Forderungen im Portfolio eindeutig spezifiziert. Und hier bezieht er sich dann entsprechend auf diese Passagen, wo das Ganze kommt. Wir haben hier ein Forderungsverzeichnis, alles klar, KI-Antwort, ja, ist eindeutig spezifiziert. Das Ganze kommt sozusagen auch nochmal hinten. Also er prüft sozusagen auch nicht nur direkt die erste Klausel, die damit zusammenhängt, sondern auch im Zweifel mehrere Klauseln und zeigt das dann auch entsprechend an, wenn sich die Antwort auf mehrere Klauseln bezieht. Und dann können wir das genauso wie bei dem Playbook, wie bei dem Smart Check auch übernehmen und sagen, okay, das passt für mich, gehen wir zum nächsten. Und hier sehen Sie auch, man hat dann so einen gewissen Fortschrittsbalken. Kann ja auch sein, dass es mal ein Playbook ist mit 50, 60 Fragen, wenn es auch ein umfassender Vertrag ist, dass man entsprechend auch weiß, wie viel muss man denn hier noch tun. Genau. Und wenn das Ganze jetzt hier auch rot ist, jetzt haben wir hier einen Punkt. Wir wollten ja in dem Playbook, dass die Bonität der Schuldner vom Verkäufer schon geprüft wurde. Das ist hier nicht der Fall, wo wir sagen, okay, das ist natürlich nicht gut. Das hast du identifiziert. Dann übernehmen wir natürlich hier auch die KI-Antwort. Dann haben wir hier das entsprechende Rot. Man sieht oben auch immer so ganz groß, was ist jetzt noch nicht geprüft, was ist akzeptiert, was ist abgelehnt. Und so kann man sich auch durch diese ganzen Prüfungen und durch diese Playbook-Punkte entsprechend durchhangeln. So, ich nehme das jetzt einfach mal an. Dann haben wir hier wenigstens mal auch eine 100%, dass wir ein bisschen fertig werden. Und das Ganze ist auch hier möglich als Report auszulassen, wie wir es eben auch gesehen haben, um das Ergebnis entsprechend intern weiter zu nutzen oder auch dann gegenüber dem Mandanten zu sagen, hör zu, ich habe das Ganze mal geprüft, hier haben wir wichtige Punkte. Vereinbar doch bitte mal einen Termin oder wir vereinbaren einen Termin mit der Gegenseite. Wir müssen hier über ein bisschen was reden. Auch das künftig in einigen Wochen in dem Word-Plugin, dass Sie auch direkt die Playbooks innerhalb einer Word-Datei nutzen können und dann natürlich auch die Anpassungen beispielsweise vornehmen können. Ja, soweit mal ein Überblick über diese beiden Prüfarten. Jetzt zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz sozusagen in diesen Einstellungsbereich dieses Thema Dokumentenbibliotheken. Also wenn Sie im Smart Check, wir gehen noch mal kurz hin, auf weitere Dokumente hinzugreifen wollen, wo Sie sagen, ich habe eigentlich jetzt zu diesem Thema Mietrecht beispielsweise einen spannenden Aufsatz, der sich mit Schönheitsreparaturen befasst. Jetzt nehmen wir mal hier einen Vertrag reinwerfen, dass wir hier weiterkommen. Das sind jetzt AGBs, aber das ist jetzt nicht schlimm. Können Sie hier in den weiteren Optionen die Dokumentenbibliothek auswählen und dann entweder das einzelne Dokument oder wenn Sie auch mehrere Dokumente zusammengefasst haben. Ich habe hier beispielsweise für mich so eine IT-Rechtsbibliothek hinzugefügt mit mehreren Dokumenten. Könnten das jetzt eine Mietrechtsbibliothek sein oder ähnliches. Das sozusagen wird dann mit in die Prüfung genommen. Und diese Dokumente legen Sie über das Thema Dokumentenbibliothek an und können hier sozusagen sagen, ja, ich mache jetzt hier nochmal Mietrecht und würden in dem Punkt sozusagen dann
die einzelnen Dokumente hinzufügen. Wenn Sie da einen Aufsatz haben, wenn Sie einen Mietvertrag haben oder Ähnliches, all das kann entsprechend mit hier verwandt werden. Ja, so kommen Sie, wie gesagt, aktuell dazu, den Smart-Check relativ tief zu nutzen oder auch die Playbook-Prüfung durchzuführen, Playbooks zu erstellen. Und ja, ich hoffe, Sie haben damit mal eine ganz gute Übersicht, wie das Ganze ablaufen kann, wie Sie Ihren Test gestalten können. Und ja, wir freuen uns natürlich auch auf Ihr Feedback. Was hat geklappt? Wo haben Sie auch Wünsche? Wie gesagt, das Produkt ist auch noch relativ neu, wo wir auch natürlich jetzt die ganze Zeit auch noch neuere Entwicklungen haben, wo beispielsweise das Word-Plugin kommt und weiteres. Da sind wir natürlich auch auf Ihr Feedback gespannt, was Sie denn noch gerne da sehen wollen, was Ihnen gegebenenfalls fehlt oder was Sie auch gut finden. Das freut uns natürlich auch immer mal wieder. Freue ich mich, dass Sie in den Test einsteigen und wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen erfolgreichen Test, aber auch ein schönes Wochenende mit ein bisschen Sonne, was noch kommt. Machen Sie es dann gut. Tschüss.